Ja, okay, so Alter, okay. Ein Stückchen ist im Ist das hoch. Sieht von hier wirklich aus, als stürzt man sich in den sicheren Selbstmord rein. Das ist mein größtes Ziel im Parcours, diese Scheißtreppe auch runter zu jagen. Dass der den Frontflip da runterkasallert, unten landet und mindestens 5 Schritte läuft, damit er besser war als Dom. Das ist klar wie Kloßbrühe. Das ist dein Traum, Junge. Boah, mir geht so die Pumpe. Um Jans Gesundheit und um die Security, um alles. Wir befinden uns an einer legendären Treppe, die ihr womöglich aus Hunting Drop kennt. Rue 22. Und der werte Herr Lange hatte mal einen Frontflip runter gemacht. Leck mich, Junge! 22 Treppenstufen sind bekanntlich 3 zu wenig. In Frankreich, um genau zu sein, in Lyon, gibt es 25 Treppenstufen an der Zahl. Und da gehen wir jetzt hin. Und damit ab zum Karren und ab auf den Laden. Da sind wir! Auf der Straße angekommen haben wir wirklich noch einige Kilometer vor uns. 8 Stunden 40 liegen vor uns und das Ganze nur für einen einzigen Sprung. Also das soll schon mal heißen, das Ding ist wirklich ein absolutes Ikonikum. Aber erstmal rein ins Fahrten-Edit. Hallo, ich war dein Weg. Noch 2 Stunden Fahrt oder was? Lolo 2, Lolo 6 sind wir da. Und jetzt schmeißen wir uns mitten in der Nacht nach 12 Stunden Fahrt die Treppe runter. Mit dem Auto. Hier ist es gar nicht mal so kalt. Also wir hatten jetzt wirklich von 12 Stunden Autofahrt 11 Stunden strömenden Regen. Das ist geisteskrank gewesen. Und hier ist gerade mal trocken noch. Kannst du mir die Glocke läuten? Ich bin seit 6:30 unterwegs, damit Jan sich hier eine Treppe runterschmeißen kann. Das ist aber auch Einsatz. Heute Morgen in Kiel eingestiegen. Ja, ehrlich. Wir haben schon beschlossen, der Trip, der kann nur ikonisch werden. Also der kann geil werden, wenn es geschafft wird. Der kann geil werden, wenn das eine ultimative Verletzung wird. Und der kann noch geiler werden, wenn wir jetzt 12 Stunden hin, 12 Stunden zurück gefahren sind, damit ich das gar nicht erst mache. Ja. Dann fahren wir aber alle zusammen 12 hin und ohne Jan zurück. Aber wir laufen jetzt hier irgendwo durch den Gebäudekomplex. Wir waren auf Schlappentour 2019 schon mal hier. Damals bin ich extra barfuß zu der Treppe gelaufen, weil ich mir dachte, Alter, da darf ich mich nicht reinschmeißen, weil auf gar keinen Fall gut gegangen wäre. Jetzt fängt es hier hardcore an zu regnen, während wir durch den Regen die Treppe suchen. Kleinen Clip von Schlappentour 2019, wo wir zum ersten Mal für Sightseeing-Gründe damals nur hier in Lyon an der 25er waren. Ich ziehe gar nicht erst Schuhe an, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme. Auch wenn ich sowieso nicht machen würde wahrscheinlich, aber Safety first. Jesus Christ. Looks insane. Machen wir oder wie? Jetzt sind wir, hier müsste es sein. Direkt mit Licht oder was? Ja, komm, Ja, hau das an ist er. das Ding. Hier ist die Schrägwand und hier geht's runter. Jo! Alter, sieht so krank aus von oben. Bisschen größer als in Essen. Alter Lachs. Junge, das ist diese Scheißtreppe, die wirklich seit 2019 eigentlich nonstop im Kopf ist. Fuck, ist das geil. Von hier sieht's halt wirklich, also von hier sieht's wirklich einfach nur geisteskrank aus. Ja. Weil ich glaube, der Winkel, der ändert sich, wenn wir da jetzt nochmal uns Ja, an die das Treppe denke ich stellen. auch. Das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, so um 0 Uhr nachts, weil hier gibt es oft Security-Probleme. Und die haben wir jetzt, also würde ich jetzt davon ausgehen, um die Zeit nicht. Deswegen können wir uns halt jetzt in Ruhe angucken. Ach. Aber lass uns trotzdem ein bisschen die Fresse halten. Oh, ist das hell hier in der Fräte jetzt auf einmal. Fast die Sonnenbrille aufsetzen. Boah, ich bin wirklich hyped, wie das Ding jetzt aussieht von hier vorne. Weil damals haben wir uns alle gesagt, es geht. Es ist nicht so hoch und so weit, wie man denkt. Was? Hey, das ist ja absolut machbar. Jan, du weißt, was du zu tun hast. I might get my shoes, I'm not kidding. Fuck, jetzt wird's echt spannend, Alter. Ja, okay. Okay, das war zwar nur ein Joke mit, du machst in dem Dunkeln, aber jetzt ist der Moment. Im Regen,
Alter, das Ding, kurzes Warm-up, dann wird er weggemacht. Also von da oben sieht der so geisteskrank aus, von hier. Ja, safe, ganz safe. Ich finde ihn auch irgendwie chillig. Der Boden hat so geisteskrank Grip. Das Einzige, was kein Grip hat, wo man meinen würde, dass er Grip hat, sind die Dinger hier. Diese Skate-Stocker. Haben die extra wegen den Skatern hier angebracht? Das wurde irgendwo auch weggemacht. Hier. Das ist geil. Das ist perfekt. Boah, bin ich heiß. Okay, die Stufen hören auch irgendwie nicht mehr auf. Wir haben ja jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr runtergespielt im ersten Eindruck, weil wenn man die Treppe runtergeht, dann checkt man, dass das irgendwie schon ziemlich hoch und alles ist, aber ja, oh, okay, so Alter, okay. Oh fuck. Ja, okay, so sieht man dann doch, dass das ein Stückchen ist und hoch ist. Hoch. Es ist halt der Drop. Okay, für Beton ist das schon wirklich hoch. Ja, hier unten habe ich nie gestanden, Licht geht aus, weil ich gehe nur hoch. Junge, es sieht wirklich aus wie 200 Meter von hier und dann guckst du an der Seite, dann sind es also auf jeden Fall 4 bis 5. Dachte mir irgendwie auch gerade, es muss doch irgendwie noch einen Grund geben, warum das wirklich nur so eine Handvoll Leute in irgendwelchen Sportarten hier runtergejagt haben. Wenn man unten steht, weiß man warum. Egal. Von oben sieht's gut aus, das reicht. Passt. Ach komm, gib mir einen Countdown jetzt. Mit dem Strahler in der Hand und alles. Alter, ich finde das so surreal, gerade hier an dieser Treppe zu stehen. Also die war mal mindestens jeden zweiten Tag in meinem Korb drin. Seit ein paar Jahren. Wie viel Uhr haben wir? 1 oder so? Und wir schlafen jetzt richtig uncool im Hotel. Und wem verdanken wir das Szenarion? Der Prinzessin. Der Prinzessin auf den 25 Stufen. Was ist das denn jetzt für eine Unterstellung hier? Sag mal. Das war eine Teamentscheidung, aber Influence bei mir, kann schon so sein. Rein technisch wäre schon Campingtemperatur auch, aber Na komm. jetzt ist das Zimmer leider gebucht. Können gut Geige spielen hier im Hotel. Riecht aber ranzig hier. Jetzt beschwert er sich auch noch. Ist jetzt hier schon wieder alle Gewehre auf mich oder was? Komm, wie viel vor zurück reiten? Sollen wir eine Wette abschließen? Also je nachdem, wie oft heute vor zurück rein ist dann morgen. Genau die gleiche Anzahl nochmal. Dann machen wir aber lieber schnell. Ach Männers, der ist quasi schon committed in meinem Korb, das Ding. Gute Nacht. Gute Nacht. Gutes Nächtle. Willst du ablecken, Mann? Nee, willst du? Komm. Es ist Hungergeister rein jetzt. Es schmeckt nach Taubenschiss. Ja? Der weiß überhaupt nicht wohin mit seiner Energie und Nervosität, ey. Ja, das muss ich schon sagen, das ist heute ADHS wirklich auf größter Schiene. Mit einer Menge Motivation! Eskaliert hat. Also der Typ ist zu nichts mehr zu gebrauchen heute, außer zum Frontflip. Ja doch, so eine Massenschlägerei, die würden mir auch noch antun, Leute, das sag ich euch. Ja, bevor jetzt gleich richtig losgeht hier in Lyon, müssen wir noch eine Besorgung erledigen. Und zwar braucht man ein Stativ. Wir haben zwar eins mit, aber das ist absolut kaputt und es fehlt auch ein Teil, und zwar die Kamera behalten. Die Kamera. Und zwar die Kameraplatte, wo das Ding halt drauf kommt. Deswegen kaufen wir jetzt so eins, alles vorbereiten und dann kann es langsam losgehen. Ich bin hebelig, das sage ich euch. Ich dachte, da kommt ein Flip. Gesell Yamin. Ah ja, Ich habe kurz gedacht, dass das Kind weggemacht wird. Was hat das? Das ist so ein Schnapper. 250 € kostet das Vieh. Die sind nur so teuer, wenn du die High-End-Produkte kaufst. Wir holen jetzt die Low-End-Produkte. Schön was weggeschoppt. So, jetzt steht dem Ganzen aber nichts mehr im Weg. Nee. Die haben aber Spaß gemacht hier, muss man schon so sagen auch. Na komm. Wie weit gehen die? Alter, die gehen weit! Boah, da bist du schwindelig! Komm Junge, hast du fast. Junge, wie weit ist da noch? Nicht mehr weit. Zieh. Ah, Alter, das hab ich jetzt auch nicht erwartet. Boah Junge. Alter Lachs. Boah, ich kotze gleich. Wir sind wieder da, wo wir schon vor 12 Stunden einmal in der Nacht waren. Gucken wir uns das Prachtexemplar noch einmal im Hellen an. Gucken, ob das vielleicht nicht getäuscht hat im Dunkeln oder sowas. Haben schon alles dabei. Bin wieder nervös, irgendwie so wie gestern Abend. Das sieht hier einfach, von hier darf man wirklich nur zum Film gucken. Das sieht so krank von hier aus.
Sieht von hier wirklich aus, als stürzt man sich in den sicheren Selbstmord rein. Na gut, wir gehen jetzt einmal kurz runter, gucken uns das Ganze mal ein bisschen an. Hoffe, hier kommt nicht jetzt schon die Security, weil das wäre blöd, weil dann sind die den ganzen Tag schon gewarnt. Aber das Tor ist ja offen. Brachialum. Das ist tatsächlich einer, wo ich weiß, dass ich voll nach vorne gehen muss und die Höhe ist. Ich muss ja nicht nach oben über was drüber, sondern ich kann einfach so quasi rein. Ja, komplett. Von da hinten sieht es schon scary aus, weil man ins Nichts guckt und weiß, okay, fuck, ich bin hier gerade an dem Ort. Und zack. Junge. Ja, das ist so vergleichbar mit dem Front, den ich neulich noch am Hauptbahnhof in Essen gemacht habe. Nur höher ein bisschen. Okay. Ja, wir wurden gerade weggeklopft. Fuck. An der Gestik hat er schon erkannt, was wir vorhaben. Wir sollen warten. Ja gut, das wird wild dann gleich. Salut. No process. Okay, you will just take picture. Yeah, just take no a picture. problem. Famous. If the picture, no problem. Okay. Just picture. Soll ich dir mal was erzählen jetzt? Was denn? Das finde ich einfach so geil, dass der gekommen ist. Weil das zeigt mir, dass ich da gleich rein muss. Ja, Und absolut. nicht warten, sondern rein. Oh, da ist schon der nächste da unten. Ach, das ist auch der, wo ich gerade meinte. Der sieht aus wie eine Security. Das heißt, wir gehen uns jetzt intensiv aufwärmen, dann gehen wir hin und dann machen wir das. Weil ich glaube, wir haben ein Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten hier. Alter, Für höchstens. entspannt. So, wir sind in Lyon und haben euch noch gar nicht so richtig erzählt, was es eigentlich mit diesen Treppenstufen auf sich hat. Es handelt sich um 25 Treppenstufen, die weltbekannt sind, weil einfach ausgefühlt jeder Extremsportart sich da schon mal jemand runtergejagt hat. Aber auch wirklich nur ein bis wenn überhaupt 2 Personen. Also es ist wirklich ein absoluter Big Boy. Um die 2000er rum wurde sich das erste Mal da runtergejagt mit dem Skateboard. 2014 nochmal, wurde immer noch nicht geschafft. Und 2016 wurde es dann final geschafft. Also die erste Person hat einen Trick darunter gelandet. Und danach folgten dann noch die anderen Sportarten, wie zum Beispiel mit dem Scooter, mit dem BMX, mit dem Mountainbike, mit einem Motorrad und wir zeigen euch die ganzen Clips mal. Der letzte Clip, wie ihr gesehen habt, war ein Frontflip. Und zwar hat Dominic Di Tommaso sich da schon mal runtergeschmissen, hat es allerdings leider Gottes nicht gepackt, ist gelandet, 2, 3 Schritte gelaufen und Ferse kaputt. You broke something? Also so richtig zerberstet das Vieh. Und deswegen wurde das Ding zwar schon gemacht, auch schon geschafft, aber nur bis zu 3 Schritten danach. Und das heutige Ziel ist für Jan, dass er den Frontflip da runterkasallert, unten landet und mindestens 5 Schritte läuft, damit er besser war als Dom. Das ist klar wie Kloßbrühe. Das war dann der erste richtige Geschaffte auch. Und das ist das Ziel für heute. Das ist nämlich auch das Krasse an dem Spot. Die ist nämlich komplett von Security überwacht. Die wissen absolut Bescheid. Die haben da sogar so kleine Pinüppel auch hingemacht, dass die Leute da nicht runterfahren können mit dem Skateboard und so weiter. Und das ist eigentlich so mit die größte Challenge noch mit dabei. Ich muss dazu sagen, das ist nicht nur so ein ikonischer Sprung nach außen, sondern das ist für mich auch wirklich ein unfassbar tief persönliches Ding. Ich habe den Clip damals gesehen, als Justin das erste Mal gelandet hat und das war eigentlich einer der ersten Extremsport-Clips, die mich so richtig abgeholt haben. Fetter Drop, fette Airtime, alles einfach nur geisteskrank geil dabei. Und seitdem dachte ich mir so, boah Junge, muss das krank sein, da runter zu fliegen. Dann hat Dom den irgendwann gemacht und ab da an war für mich klar, Junge, das ist mein größtes Ziel im Parcours, diese scheiß Treppe auch runter zu jagen. Dann war es eigentlich schon soweit, wir hatten Hunting Drops abgedreht, ich habe die 22 Treppenstufen weggemacht. Die Abmoderation von dem 22 Treppenstufen-Clip war, let's fucking go oder was? Ab nach Lyon. Und dann wollten wir eigentlich schon nach Lyon reisen. In der Zeit war Corona-Pandemie und man konnte nicht über die Grenzen rüber. Deswegen sind wir dann im Endgang wegen dieser scheiß Pandemie nicht nach Lyon gereist. Dann immer weiter die Frontflips gemacht und auf Schlappentour 21 nach meinem Double Sideflip in Vltavska hieß es dann, okay, jetzt fahren wir nach München, machen die Dive weg und wenn die gut geht, fahren wir danach nach Lyon. Die Dive ist leider nicht gut gegangen, schön die Hüfte ausgekugelt und gebrochen. Und ab da an habe ich mir ein Ziel gesetzt und zwar diese scheiß Treppe Lyon 25. Da hält mich nichts von ab. Irgendwann in meinem Leben werde ich da runterfliegen. Die Hüfte kriege ich wieder auf Vordermann, dann trainiere ich meine Frontflips wieder und genau in der Zeit sind wir jetzt. Frontflips sind wieder on point. Sehr viele fette Dinger schon weggemacht, auch auf Beton in der Zwischenzeit und ich bin komplett bereit. Also wenn ich den jetzt irgendwie nicht schaffen sollte oder nicht machen sollte, dann werde ich ihn nie schaffen, weil ich bin auf
auf 100%, meine Frontflips sind auf 110%. Jetzt wärmen wir uns hier ein bisschen auf, dann gehen wir voller Fokus dahin, stürzen uns direkt darunter und dann laufen wir hoffentlich mehr als 5 Schritte. Unendlich viele Schritte, nämlich dann danach raus und haben den Clip, der für mich wirklich, glaube ich, der tiefstpersönlichste überhaupt ist. Und wenn nicht, scheißegal, habe ich da runtergejagt, aber da denke ich überhaupt nicht dran. Ich bin 100% optimistisch, dass alles gut geht. Let's go. Und ich bin hier gerade fast im Wasser drin. Jan will noch 1, 2 Frontflips testen vorher, um überhaupt mal einen Front gemacht zu haben, bevor er in den ikonischsten, fettesten Frontflip der Geschichte reingeht. Noch läuft er als Junge, gleich wird er zum Mann. Pubertät durchgespielt. Ja. Die Rolle tat mehr weh als safe da hinten. Hasse so kleine Rollen. Einfach nur auf Steißbein drauf. Also ich habe nicht viel zu tun, ja, außer gut zuzureden, aber das macht mich nervös, weil das ist natürlich nochmal ein Step von hier nach 4-mal so hoch. Aber man merkt, dass nicht nur bei Jan die Pumpe geht, dass hier alle langsam nervöser werden, weil nicht nur für Jan ist das Ding ikonisch, jeder von uns kennt die Clips. Ja, das ist ziemlich genau die Höhe. Das sind 4 Meter. Alter Lachs. Boah, das wurde in die Luft hoch. Ja, komm. Ja, jetzt muss Der hat schon einmal gezogen überall, also jetzt sollten wir mal lieber die Prep sein lassen. Ja, komm, dann lass uns da in die Richtung steppen und dann final. Wir sind hier gerade fast am Spot wieder und wir sehen hier so eine insane riesige Menschenmenge. Der Security-Typ, der uns gerade schon ein bisschen gecatcht hat, der steht da vorne. Der macht auf jeden Fall den Einlass hier von dem ganzen Teil, was auch immer da sein soll. Und das könnte ein gutes Zeichen sein, dass vielleicht die ganzen Security-Kräfte da abgezogen sind und nach hier rüber gekommen sind. Also Daumen drücken. Der guckt uns aber auch gerade an. Der hat mich gerade richtig angeglotzt von hinten. Ich meine, die kennen das auch, dass von international die Leute hier hinkommen. Also die sind das, glaube ich, schon gewöhnt, dass hier Leute hinkommen, die das machen wollen. Nur die sind noch nicht daran gewöhnt, dass wir hier hinkommen und dass wir so lange wiederkommen, bis das Ding jetzt passiert ist. Wir müssen jetzt hier eine schnelle Nummer machen. Alles hier ready, alle auf Position, runter, angucken, vielleicht nochmal angucken und dann rein. Nervös bin ich schon ein bisschen, muss ich sagen. Hier auch gut, das Einmachgummi, repräsentativ. Schön vom Tuppertopf abgemacht. Weil bei so einem Frontflip, da macht die Mütze manchmal und dann kannst du Orientierung Wenn das verlieren. nicht passiert, zeig ich mal. Oh Junge, das ist ja eng. Ja, das ist eng. Das ist auch ein Beschleuniger. Weil der Kopf, der schnürt ultra schnell ab. Und dann, wenn du das zu spät machst und zu lange wartest, dann hast du irgendwann keinen Blut mehr zum Nachdenken. Das ist es. Ich laber nur Scheiß, bin nervös. Fuck. Ja, man merkt das. Aber ist egal. Der gnädige Herr Lange wird gleich als Zweiter dieses Staircase runterfliegen mit einem Vorwärtssalto und als Erster unten aufstehen und Marathon noch laufen können. Oh, ist auch bei mir jetzt Anspannung. Ja, bei mir auch. Wenn wir runtergehen, gucke ich mir das ein paar Mal an und dann jage ich mich da rein. Ich werde da nicht probieren, nicht viel Heck wegzumachen. Seid ihr ready? Ja. Wir wollten eigentlich schon runtergehen, aber anscheinend stand hier direkt unter der Brücke, von der wir filmen wollen, ein Security-Typ. Oh, ja, hier. Da ist einer am Quarzen. Müssen wir noch kurz abwarten und dann runter zum Angucken. Okay, der finale Walk nach unten. So, wir halten uns hier an der Wand auf, damit die Leute uns hier aus dem Gebäude nicht wirklich sehen können. Okay, eins mal gucken und dann. Ja. Jan wird gleich hier vorne machen. Hier fehlen nämlich die Noppen auf dem Boden. Die sind nämlich ziemlich rutschig tatsächlich. Jan, du weißt, was du zu tun hast. I might get my shoes, I'm not kidding. Boah, mir geht so die Pumpe. Um Jans Gesundheit und um die Security, um alles. Und rein, Männer. Ja, komm. Kira, drück die Sony schon mal an. Oh, sicher. Zack. Der Lachs, ich hoffe, hier passiert jetzt kein Fehler bei irgendwas. Zack. Und rein, Männer. Ja, Traum erfüllend, auf Scheiße. komplett. Das ist dein Traum, Junge. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich der Weg zu meinem großen Ziel, Lyon 25. Ready? Ja, komm. Ready? Du kannst das, ja. Das ist dein Traum. Hol ihn dir. Komm. Denk an die Füße, denk an den Kopf.
Denk an den Kopf, Junge. Ist ein 4 Meter Frontflip. Komm, Junge, zurück und los. Das ist er. Das hat er. Ja, komm. So habe ich Angst. Du packst das, Alter. Komm, Junge. Komm, Junge. 2 und 3. Boah. Alter. Alter! Boah, Junge! Oh. Ja! Oh Junge, ich habe Angst vor der Faust, aber gibst du mir. Kurz klarkommen. Digga, hat das gerumst. Das war besser als jeder Silvesterböller. Hat das gescheppert da unten. Ja! Alles gut, oder? Junge, Alter, ich hatte so Schiss. Digga, ich hab gezittert, ne? Wir war so am Shaken da unten. Er rollt da weg und erstmal hört man nichts. Ich denk so, scheiße. Kurz klarkommen, haben wir auf jeden Fall die Hacke geprellt. Auf jeden Fall geprellt. Aber Junge! lass mich darauf eben klarkommen. Aber das ist, mir geht's gut. Du bist aber, glaube ich, gut am Zittern gewesen. Ja, ein bisschen. Klarkommen. Ich habe ein bisschen verkackt, glaube ich. Ich hatte so Angst beim Fotos machen. Ich habe einmal kurz pausiert. dass du mit deinem Set Ich kann nicht mehr. Ich schwöre es dir, ich habe noch nie so krass gezittert beim Film. Ich Ich bin immer noch shaky, Alter. Ich habe aufgehört zu fotografieren mittendrin, weil ich kurz gucken. Ich kann noch abholen. Ich habe mir die Hacke nur geprellt. Ich will das gerade checken. Ich laufe ja noch. Da ist ja alles heil. Fuck, ich hätte den auch ohne Hackenprellung fertig machen können. Ich war ein minimales Stück zu aufgeregt. Ich dachte, ich muss jetzt rein. Ich war so 98% ready, weißt du? Und nicht die 100, um mich voll zu fokussieren. Aber das war es. Runter. Alles okay. 98% ready, weißt du? Ich brauche dich, Alter. Boah, Alter. Du bist wirklich zittrig. Ja. Das merkt man. Achso, vielleicht kurz heulen. Ja, dann kommt das raus. Ich kann nicht auf Cam heulen. Wie die scheiß Hacke auch schon bei anderen Kackdingern geprellt, aber das ist es. Vielleicht muss ich selber gerade mal klarkommen, ich weiß es gar nicht. Das war so schnell. Auf einmal drin gewesen. Auf einmal hat's gerumst. Ja! Ja! Oh, fuck. Bist du am Weinen? Ja. Oh, das die kann ich aber Anspannung, verstehen. ey. Das war auch viel Stress. Junge, hast du dann Streifen von dem scheiß Gummihaupt? Alter. Das Beschleunigungsgummi! Oh, Leon 25 oder was? Junge, vor 5 Jahren waren wir das erste Mal hier. Ich hätte mich da nicht dazu entschieden, barfuß hier hinzugehen, da runter zu springen, wäre tot. Sagst du? Das war schon ein Impact. Das war schon, also, das hat gerührt da unten noch. Gerührt. Und die Rolle, die war auch, da bin ich, also das war einfach nur geklatscht. Geklatscht! Ja! Junge, ich hab dir noch gar nicht gratuliert, Kehr. Junge. Ja! Boah! Kehr im Himmel! Und du bist auch aufgestanden und ich habe in deinem Blick gesehen, yo, der weiß selbst nicht, ob alles gut ist. Digga, ich habe direkt dran gedacht, ich war weder voller Freude noch was anderes. Ich war wirklich so in diesem Dom-Modus. Okay, laufen ist was, aber Dom hat ja dann, als er darüber nachgedacht hat, gecheckt, fuck, geht nicht mehr. Und ich habe irgendwie auf einmal gecheckt, an diesem Gitter, wo Dom sich hingelegt hat, ich kann noch laufen. Das geht noch und steh mal noch. Steh mal noch. Ja! Junge. Das ist ein Thumbnail hier.
Da sehen wir doch das Thumbnail. Oh, Junge! Den merke ich. Oh, ja gut. Vielleicht war auch nur 90% ready, aber ich wusste, ich muss rein. Und das Einzige, wo ich dran gedacht habe, ist, gib Gas, pass auf deinen Kopf auf. Und dann hat man halt bei der Landung, die Landung, das hat man so hart gemerkt, das war wirklich eine ziemlich uncleane Landung. Aber alles cool. Ich habe vorher, alle haben uns gesagt, alles scheißegal, Hauptsache dem Kopf geht's gut. Weil ihr wisst, wenn die Videos verfolgt haben in letzter Zeit, ich hatte ein bisschen Probleme beim Rollen mit meinem Kopf irgendwie. Da habe ich den Hauptfokus drauf gelegt, weil hier willst du mit dem Impact nicht deinen Kopf einmal um Beton drauf tun. Und da habe ich dran gedacht und dann dachte ich mir im Anlauf noch, Junge, Security, jetzt mach, wenn du hier gleich weggehen musst. War schon zu lang. Mach. Bei dem letzten 10. Schritt oder so, mir gedacht, Junge, du gehst da jetzt rein, ist ein fucking Traum. Alter, wenn mir jemand vorher sagt, dass ich mit einer Prellung da rausgehe, da würde ich den Vertrag 3-mal unterzeichnen. Jetzt aber mal gucken. Boah, das gerührt! Alter, in der kurzen Analyse von der Rolle, anders hätte der gar nicht rollen können. Wäre der vorwärts reingegangen, hättest du dir 100 pro den Kopf angehauen. Du bist so seitlich über den Arsch und über den Rücken, also es war perfekt. Ja. Also besser hätte es nicht sein können. Echt geil, bin ich auch hyped. Bin noch hypter! Ja, schnell laufen tut der Typ nämlich auch nicht mehr. Ich bin hyped, meine Schuhe mal auszuziehen. Mal gucken, was da jetzt so fußlos ist. Und Ed und ich haben es vorhin schon gesagt, aber es gibt einen Grund, warum das aus jeder Sportart nur 1, 2 Athleten dieser Welt gemacht haben. Weil das behindert im Kopf ist. Lebensprojekt ist quasi durch. Ich sag ja, pass auf, dass du nicht in die Depression rutscht jetzt. Fast noch spannender als der Sprung selbst. Nix ist da. Was sagt Der fühlt sich auch gut an. Oh ja. Ist nicht so schlimm. Ist ein bisschen, ich weiß nicht wie der sonst. Der ist scheiß drauf, der ist nichts. Hier könnte jetzt ein bisschen mehr Farbe mit ins Spiel kommen. So. Oh. Hier ist so ein bisschen was an Ei zu sehen, oder? Nee, ist das? Bisschen. Also hier ist so andere Seite. Nö, das sieht alles fast rein aus. Ich meine, guck dir das an, da ist ja, kann ja überhaupt nichts sein. Ich bewege das Ding in alle Richtungen, ich stand da gerade schon drauf. Ja. Ich kann da dran tippen unten, da ist nichts. Das Ding ist unverletzt überstanden, Alter. Ja. Bin ich echt so erlöst irgendwie. So nicht nur generell, ich habe mich da immer drauf gefreut, aber so gerade, weil der Trip, das hat man schon gemerkt. Ey. Gestern 12 Stunden im Auto, so ab Stunde 9, 10 hatte keiner mehr Bock zu fahren. Nur hier drauf vorbereitet, gemacht. Ist auch geil, aber ist halt so, liegt jetzt alles an dir, dich da reinzujagen. Ich war mir selten so sicher, dass ich es auch wirklich durchziehe. Also ich nehme mir oft was vor und ab und zu wird es dann noch nicht gemacht. Und dann habe ich ultra viel spezifische Übungen für die Bereiche gemacht, also meine Hüfte gestärkt, meine Knie und nur so trainiert auf diesen Impact-Sprung hier. Ich wusste, dass ich wusste, dass es scary werden kann, aber ich war mir sehr sicher. Ich war mir halt nur nicht sicher, wie der ausgeht. So. Aber ja, Hackenprellungen sind 2, 3, 4 Wochen. Aber ich meine, was willst du machen? Dafür 2 Wochen hast du dein Lebensziel erfüllt. Eben, Lebensziel erfüllt. Und ein World First. Geschafften Frontflip an Lyon ohne Verletzung. Den macht dir vielleicht noch mal jemand nach. Ich bin gespannt, wer aber wenn. Die Schlappengeschichte an dieser Treppe ist aber damit besiegelt. Das war das letzte Mal, glaube ich. Ja. Ach, läuft wie eine 1. Das ist einfach nur Training für den nächsten Catwalk. Denkt ihr denn? Moin oder was? Moin oder was? Max wollte eigentlich auch mit hier hinkommen, hat es aber dann zeitlich doch nicht geschafft, weil wir ein bisschen zu spontan Bescheid gesagt haben. Ja, mit Max habe ich schon 1000 Millionen Mal über diesen Sprung gesprochen, deswegen, das ist geil. Dann wollen wir das Moped jetzt nochmal final einmal ausmessen, damit wir auch die Maße mal final kennen. So. Es ist so krank, hier immer noch hier zu sein. Dieser Spot ist so, der ist einfach im Kopf. 6,70 Meter Weite. So. 4,10 Meter Höhe. Oh, warte mal, hier aber noch ein verstecktes Sticker hin. Der nicht offensichtlich ist, aber den man bewusst einmal suchen muss. Geil. Wer den findet, bitte ein Bild schicken, dann früher nicht schlappen. Da ist er, da ist er. Meine Kebabs. Danke, dass er damit am Start war und was. Das ist ein rarer Moment, dass wir in der Gruppe zusammen anstoßen, aber heute ist so ein Tag. Prost, Männer. Prost. Cheers. Prost. Random Übergang, wir sind mittlerweile schon auf dem Rückweg. Der Trip war enormst erfolgreich. Ich bin unfassbar hyped. Auch jetzt einen Tag später, Adrenalin ist voll abgeklungen. Mein Hacken geht's gut, minimal geprellt. Das kann bei jeglichen Sprüngen passieren. Deswegen einfach nur geil, Traum erfüllt. Absolut geile Mannschaft. Und damit kann man sagen, rein das nächste Großprojekt jetzt irgendwann bald. Das war jetzt unser erster geiler Trip mit dem Van. Also wir haben das Ding auf Herz und Nieren getestet. Wir sind auch richtig Offroad einmal zum Schlafplatz heute Nacht noch gefahren. Und das Ding ist wirklich Weltklasse.
Weltklasse. Damit wird noch einiges anderes an Fahrten absolviert und wir sind hyped. Und der Trip nach Berlin, wo wir den Van abgeholt haben, war leider für Jaspeks Knie noch ein bisschen zu viel. Allerdings haben wir alternativ den anderen Jasper mitgebracht. Den haben wir schon lange nicht mehr dabei gehabt und das war wirklich herzerwärmend, dich wieder am Start zu haben. Ja, das finde ich auch. Küsst euch, küsst! Das finde ich auch. Es war ja spontan hier, dass ich so eine halbe Weltreise gemacht habe. Dass Jan sich da frontal einmal die Treppen runterstürzt. Aber war cool. Ich glaube, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. 3, 2, 1, Feuer mit Anfang!